Herzlich willkommen zum heutigen Video der Agavenbrand.com GmbH. Heute haben wir eine Tequila-Kategorie ausgewählt, die in Nordamerika die am meisten getrunken ist, mit rund 60% Marktanteil. Und zwar handelt es sich um den sogenannten Reposado, das heißt so viel geruht, ausgeruht. Genau, und dabei handelt es sich auch um die allererste Tequila-Kategorie, die man wirklich in einem Fass gelagert hat, also nach strengen Regeln. Und ja, vermeintlich begonnen hat das Ganze im Jahr 1800. Und zwar war das Tequila-Geschäft damals in so eine Krise geraten. Das heißt, der Absatz nahm plötzlich ab. Und das nennt man betriebswirtschaftlich Boom-Bust-Zyklus. Und gerade das Tequila-Geschäft ist da sensibel, weil wir ja andere Reaktionsgeschwindigkeit haben. Das heißt, wenn ich hohe Nachfrage habe und als Landwirt dann mehr Agaven anbaue, dann dauert das ja einige Jahre, bis ich die abernten kann. Und wenn zwischenzeitlich dann die Nachfrage nachlässt, dann habe ich zu viele Produkte und ich kann die auch nicht beliebig rauszögern. Ne? Nach 10, 12 Jahren fangen die Pflanzen an zu blühen und sterben. Das heißt, ich muss sie ernten und die werden dann auch direkt verarbeitet. Und was macht man denn dann mit dem frischen Destillat? Man lagert es ein. Und man kennt es ja schon von Whisky und Rum, wo das Ganze zwingende Voraussetzung ist, damit es überhaupt trinkbar ist. Beim Tequila ist es eigentlich nicht so. Also warum lagert man Tequila denn überhaupt noch ein, wenn man eigentlich gerade eine hohe Nachfrage hat, wie es aktuell auch auf dem Markt der Fall ist? Ja, kann man nicht leugnen, es wird facettenreicher. Und zwar zum einen durch verschiedene Holzarten, die man verwenden kann, zumeist die europäische Stieleiche oder auch französische Eiche genannt, aber viel häufiger auch die amerikanische Weißeiche. Dann, um sich Reposado nennen zu können, über einen Zeitraum von mindestens 2 bis maximal 12 Monate. Und damit gehen dann nochmal verschiedene Eigenschaften einher. Also da werden wir bestimmt nochmal ein Video zu machen, wo wir dann auf die verschiedenen Aromen und Geschmäcker dann eingehen werden. Grundsätzlich kann man sagen, die französische Eiche zeichnet sich dadurch aus, dass sie mehr Tannine besitzt und dadurch trockener wird und auch würziger. Währenddessen die amerikanische Weißeiche, dadurch, dass sie weniger Tannine besitzt, vergleichsweise süßlich wirkt und mit leichten Vanillearomen, wie man sie eigentlich sehr häufig auch dann bei den Reposados oder auch bei den Añejos, den länger gealterten, wiederentdeckt. Und dann gibt es ja noch die Verwendung von gebrauchten Fässern. Ja, also manche kaufen bewusst Bourbon- oder Sherryfässer, um ihrem Tequila dann noch weiter Aromen gönnen zu können. Oder ganz exotisch, Weinfässer. Die verleihen dem Tequila dann sogar eine leichte Rosanote. Ja, und dieser Facettenreichtum führt dazu, dass in dem heutigen Video wir gar nicht auf alles eingehen können, sondern werden dann spezifisch hier und da mal tiefer abtauchen in die Besonderheiten. Deswegen kann ich nur wärmstens empfehlen, ein Like zu hinterlassen, logischerweise, aber auch unseren Kanal zu abonnieren, idealerweise mit Glocke, damit ihr immer up to date seid und natürlich auch das eine oder andere attraktive Angebot mitbekommt, was wir in unserem Shop veröffentlichen. Und falls ihr kein Like da lassen möchtet, dann könnt ihr uns sehr gerne in der Kommentarspalte darauf hinweisen, warum ihr dabei gehadert habt. Auf jeden Fall freuen wir uns immer sehr darüber, von euch zu lesen. Ja, jetzt denke ich, sollten wir auch langsam zum ersehnten praktischen Teil kommen. Wir haben hier schon mal was eingefüllt. Genau, und zwar unsere Lieblings... Achso, nee, das wäre ganz falsch. Ah, nein! Ja, in dem Fall Reposado sind wir nämlich einer Meinung. Wir beide mögen wirklich extrem diesen Fortaleza. Ja? Und zwar waren wir von Anfang an sehr interessiert an dem Produkt, weil er seit langem in den Rankings der USA auf der Nummer 1 steht. Ja? Und bei unserem Roundtrip wollten wir beide Distillen besichtigen und beide waren geschlossen. Da waren wir ganz traurig und hatten dann aber großes Glück, neulich auf der Bar-Konvent in Berlin den Stand von Fortaleza anzutreffen. Und wer war da? Billy Erickson, Erbe und Mitgesellschafter dieser Distille, und es fiel ihm nicht schwer, uns für seine Produkte zu begeistern, und deswegen haben wir jetzt auch den Reposado im Programm und möchten dann auf diesen erfolgreichen Abschluss mit euch anstoßen.
Salut. Salut. Kann man nur wärmstens empfehlen. Dito. In dem Sinne, hasta luego.